wunderschönen Wetter. Das ist Kira und sie hat längst aufgehört, die Regentage zu zählen. Traumhafter Regen. Und das ist Michi. Er isst sein Croissant auch im strömenden Regen. Ja. Unsere Reise begann am 2. Juni in Emden. Von dort trugen uns die Räder durch die Niederlande und Belgien bis nach Dünkirk. Mit der Fähre setzten wir über nach England und fuhren im Zickzack quer durchs Land. Wir entdeckten die schroffen Shetlands, die Orkneys, die äußeren und inneren Hebriden, bevor wir weiter nach Irland übersetzten. Von dort führte uns der Weg zurück nach Wales, vorbei an Stonehenge bis an die Südküste. Und hier nahmen wir schließlich die Fähre nach Dieppe, zurück aufs europäische Festland, wo unser nächstes Kapitel beginnt. Von Dieppe führt uns der Weg hinein ins Landesinnere bis nach Paris. Wir tauchen ein in die Hauptstadt, rollen vorbei an Monumenten und lassen uns von der Stadt treiben, bevor wir im goldenen Licht von Versailles ankommen. Von dort folgen wir der Seine zurück Richtung Küste, durch Rouen bis zu den weißen Klippen von Etretat und in die Hafenstadt Le Havre. Weiter westlich beginnt die Apfelregion der Normandie, wo wir Küste und Geschichte gleichermaßen spüren. Von stillen Stränden bis zu den Spuren des Zweiten Weltkriegs. Unser Ziel, das eindrucksvolle Mont Saint-Michel. Nach mehr als 4 Monaten auf den britischen und irischen Inseln setzen wir zum ersten Mal wieder Fuß auf das europäische Festland. Ja, nach 2 wunderschönen Nächten in Dieppe geht's jetzt auf nach Paris. Wunderschön, und jetzt schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Das schaffen wir schon. Die Erinnerungen an Irland und Großbritannien sind noch so lebendig, dass wir es kaum glauben können, wie weit uns diese Reise schon getragen hat. Und doch spüren wir, dass hier in Dieppe ein neues Kapitel beginnt. Herbst in Frankreich. Aber eine super, absolut geniale Radstrecke. Wahnsinn, der Radweg ist ein Traum. Ist mal wieder eine Bahnstrecke. Kira fliegt davon. Von Dieppe führt uns der Weg zurück in die Natur. Glatte Radwege, sogar eigene Ampeln nur für uns. Frankreich macht es leicht, ins Rollen zu kommen. Wir durchqueren kleine Dörfer aus grauem Stein, folgen alten Spuren wie der Straße des Cäsar. Und nach der Hauptstraße finden wir uns auf der Chaussee Jules César wieder, die so imposant ist, wie ihr Name klingt. Oh Gott. Oh, ein Stein. Bis uns die Seine den Weg weist. Und auf geht's nach Paris. Okay. Und selbst wenn der Pfad einmal beschwerlich ist, fühlen wir, genau das macht diese Reise so echt. Durch Tunnel und vorbei an Hochhäusern nähern wir uns der französischen Hauptstadt. Und plötzlich ist sie da, Paris, mit Radwegen, die so groß sind, dass ganze Autospuren verschwinden. Dann stehen wir vor dem Arc de Triomphe, ein Monument, das seit 1806 stolz über Paris wacht, gebaut zu Ehren der großen Siege Napoleons. Für uns ist er weniger Triumphbogen als vielmehr ein Symbol. Wir sind angekommen, mitten im Herzen von Paris. Natürlich wollen wir am ersten Tag auch den Eiffelturm sehen. Zwischen Menschenmassen und Regen kämpfen wir uns dorthin, bis wir völlig durchgenässt sind. Sogar die Unterhosen geben auf. Und mitten in diesem Chaos steht Michi da, mit Croissant und Kaffee im Regen. Nicht, weil es besonders romantisch wäre, sondern weil wir schon nass sind. Da passt ein nasses Croissant irgendwie ganz gut dazu. Doch dann wird es doch etwas kalt, also schnell zu unserem heutigen Schlafplatz. Dafür rollen wir durch den Feierabendverkehr und über holprige Straßen. Paris, die Stadt der Liebe, aber auch Stadt der kleinen Eigenheiten. Jeden Tag werden hier über 30 Millionen Baguettes gebacken.
Mit über 2 Millionen Menschen im Zentrum und mehr als 11 Millionen in der Metropolenregion ist sie eine der größten Städte Europas. Und für uns gehört es dazu, einmal mit dem Fahrrad durch den Kreisverkehr beim Arc de Triomphe zu fahren. Tatsächlich gilt Paris heute als eine der fahrradfreundlichsten Metropolen Europas. Über 1000 Kilometer Radwege durchziehen die Stadt und jedes Jahr kommen neue hinzu. Schon seit Jahrhunderten gilt Paris als Wiege von Kunst, Mode und Revolution. Heute prägen Cafés an jeder Ecke das Leben auf den Boulevards und die besondere Mischung aus Geschichte und Moderne das Bild. Wer hier unterwegs ist, spürt schnell, Paris ist mehr als nur Sehenswürdigkeiten. Es ist ein Gefühl. Und doch lassen wir es uns nicht nehmen, am letzten Abend noch einmal am Eiffelturm vorbeizufahren. Au revoir, Paris. Au revoir. Die letzten Sonnenstrahlen führen uns aus der Stadt hinaus, doch das nächste Highlight wartet schon. Bereits von Weitem kündigt sich Versailles an, als Einladung in eine andere Zeit. Wo einst ein kleines Jagdschlösschen stand, ließ Louis XIV. Ein barockes Gesamtkunstwerk entstehen. Prunkvolle Spiegelsäle, reich verzierte Gemächer und endlose Korridore machen Versailles bis heute zu einem der größten Paläste Europas. Ein harter, wenn nicht der Kontrast zu unserem Radelalltag. Menschenmassen und ein damit einhergehender Geräuschpegel begleiten uns, der immer weiter anschwillt. Ja, beinahe flüchten wir uns hinaus in eine andere Welt. Endlose Alleen, kunstvoll geschnittene Gärten und unzählige Springbrunnen erstrecken sich hinter dem Schloss. Im 17. Jahrhundert war Versailles berühmt für seine Wasserspiele. Mehr als 50 Brunnen sprühten im Takt der königlichen Feste. Um sie alle gleichzeitig in Gang zu setzen, reichte das Wasser nie. Diener mussten den Druck per Hand umleiten, je nachdem, wo der König gerade entlang spazierte. Heute wirkt der Park wie eine grüne Bühne, auf der man fast vergisst, in welcher Zeit man sich befindet. Da bin ich wieder. Na, wie ist es im Park von Versailles? Im öffentlich zugänglichen Park. Nett. Ja. Vielleicht müssen wir noch irgendwo anders hinfahren hier. Weil bisher ist hier halt nur Wald. Ja, aber das macht das nicht. Wir haben ja schon den geschlossenen Teil gesehen. Da werde ich plötzlich heimlich gefilmt in Versailles auf dem Weg hinaus. Doch wir finden keinen Weg hinaus. Der Park scheint uns gefangen zu halten. Es regnet wieder leicht. Und mit jedem Tropfen Regen kippt die Stimmung. Wir irren hier weiter durch den Park von Versailles. Weil wir sind jetzt hier eine Stunde unterwegs. Und eigentlich wollten wir heute 90 Kilometer fahren, aber das wird das immer schwieriger und schwieriger und schwieriger. Aufgrund der Olympiade und der Paralympics ist einiges immer noch abgesperrt. Wird allerdings nicht ausgeschildert, dass das irgendwo kommt, und dann hat man einfach nur noch kilometerlange Bauzäune vor einem. Jetzt hoffen wir, dass wir hier geradeaus weiterkommen, weil ansonsten, wenn da wieder ein Bauzaun ist und der einzige Zugang zu dem Park tatsächlich der ist, wo wir reingefahren sind, obwohl es eigentlich massenhaft andere Zu- und Ausgänge gibt, das wäre natürlich ärgerlich. Ja, und der Regen. So nervig. Wir wollen einfach keinen Regen mehr. Das gibt's nicht. Das nagt langsam. Kälte und so ist alles ja ganz okay, aber Regen reicht langsam einfach. Wir wollen einfach keinen Regen mehr. Das ist zu viel. Erst ein langer Umweg zurück zum Eingang bringt uns wieder ins Freie. Herbst an der Seine. Und mit ihm kommen neue Herausforderungen. Wege sind überfüllt, manche sogar überflutet. Mal sehen, wie tief. Geht. Und man kommt auch wieder. Oh, Scheiße. Ja, okay. Wird spannend. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Das war's. Zurück. Ich habe nasse Füße. Kira? Oh.
Das linke Bein habe ich gerettet. Das rechte war bis im Wasser. Oh Gott, oh nein. Viel Regen der letzten Tage. Es hat ordentlich geregnet anscheinend. So viele Leute wieder sitzen und sich das Spektakel angucken. Doch zwischen Burgen und weißen Kreidefelsen entdecken wir die Schönheit am Wegesrand. Oh, ist erreicht. Das war sehr gut. Hier tauchen wir in enge Gassen ein, vorbei an Fachwerkhäusern und der mächtigen Kathedrale. Na, wie war Rohr? Bevor uns die Seine wieder hinausführt. Plötzlich wird es still. Grüne Wiesen, Kühe und Apfelbäume säumen unseren Weg. Doch auch hier warten noch Prüfungen. Eigentlich soll es heute ein entspannter Tag werden. Aber wir haben so 2, 3 Fähren. Problem an der Sache ist nur, die erste hat funktioniert. Alle weiteren werden entweder gewartet oder sind defekt. Wir haben jetzt 48 Kilometer. Eigentlich wollten wir 86 fahren. Ja, und jetzt werden es halt einfach mal so 125, 130 wieder. Mit Bergen. Und trotzdem, wir meistern es. Wie ist es hier? Wie bei mir zu Hause. Äpfel, Kopfweiden, Bauernhöfe. Richtig schön. Und Fähren. Ja. Okay. Anstrengend. Und am Ende liegt wieder das Meer vor uns. Die weißen Kreidefelsen von Étretat ragen wie Kathedralen aus dem Meer. Ein Anblick, der uns sprachlos macht. So, wir sind in Le Havre angekommen. Na, eine Runde drehen? Ich glaube nicht mit dem Gewicht. Ohne Gewicht natürlich sofort. Wenn Ja. ihr Sprünge hinlegen, dann würdet ihr euch wundern. Aber so, Le Havre, eine Stadt, die nach dem Krieg fast vollständig neu aufgebaut wurde. Wir waren gerade in einer kleinen Bäckerei. Die hat das frisch aufgemacht vor 2 Monaten, meinte der Inhaber. Und war total nett. Hat uns als erstes ein Brioche geschenkt. Und ja, lecker. Also vor allem die Kekse sollten wir probieren. Und die waren schon klasse. Das Brot wollten wir auch probieren, aber das haben wir dann geschenkt bekommen auch noch. Super gut, richtig toll. ich glaube nicht, dass das mehrere Tage bei uns hält. Ja, wir werden das schnell aufessen. Besonders eindrucksvoll die Kirche Saint-Joseph, deren Turm von außen unscheinbar wirkt und von innen wie ein leuchtendes Wahrzeichen strahlt. Wir verlassen Le Havre über eine riesige Brücke. Und auch hier in der Region Calvados gibt es wunderschöne Häuser. Echt Wahnsinn. Doch nicht nur das, auch der gleichnamige Apfelbrand hat hier seinen Ursprung. Und jetzt in der Nebensaison sind die Strände leer und alles andere. Alles einfach dicht. Verrückt. Doch je tiefer wir in die Normandie fahren, desto allgegenwärtiger wird die Vergangenheit. Und mit jedem Kilometer werden wir nachdenklicher. Es ist ein Teil unserer Vergangenheit und er lässt sich nicht verdrängen. Wir halten inne. Rollen an Stränden entlang, die heute friedlich und weit wirken. Doch genau hier landeten am 6. Juni 1944 über 150.000 alliierte Soldaten. Tausende starben allein an diesem Tag. Und in den folgenden Wochen verloren Hunderttausende ihr Leben. Diese Orte tragen eine Schwere in sich. Wir sprechen mit Menschen ohne Kamera, einfach von Mensch zu Mensch. Und genau in diesen Begegnungen spüren wir, wie wertvoll das Europa ist, in dem wir heute leben. Ein Europa der Freundschaft statt Feindschaft. Ein Europa ohne Grenzen. Was wird aus diesem Europa, das uns so viel bedeutet? Die Strände selbst geben keine Antwort. Sie liegen da, still und ruhig. Das ist schon verrückt.
So ein ganzer Hafen aus Pontonbrücken. Wahnsinn. Beim Betreten der alten Bunker fühlen wir die Enge. Nicht nur räumlich, sondern auch oder vor allem im Herzen. Wir können uns kaum vorstellen, wie es damals gewesen sein muss. Der Radelalltag läuft weiter und schöne Momente geben uns eine Atempause. Wir haben heute Morgen hatten wir noch richtig Regen, aber seitdem der vorbeigezogen ist, wird es besser und besser und besser. Einmal ganz freundlich bleiben. Müttern dürfen wir euch nicht. Auch vielleicht eine kurze Streicheleinheit? Ja. Du auch noch? Ich habe immer Angst, dass sie mich beißen. Ist nicht. Die sind einfach nur nett. Omaha Beach. Heute ein endloser Sandstrand. Doch am 6. Juni 1944 war er einer der blutigsten Schauplätze der bisher größten Landung in der Menschheitsgeschichte. Mehr als 2000 amerikanische Soldaten verloren allein hier ihr Leben, während sie gegen Stacheldraht, Minen und schwer befestigte Bunker ankämpften. Heute wirken die Wellen ruhig, fast friedlich. Und genau dieser Kontrast macht diesen Ort umso bewegender. Aber stell dir das mal vor. Wie schlimm. Auf zum Pontotoc. So eine kleine Spätabendfahrt. Die Sonne ist bereits untergegangen. Pontotoc machen wir morgen. Santa Gras, Ja. wir haben gerade einen anderen Grasreis getroffen, der auch am Rezept war. So, noch so ein bisschen schön am Wasser sitzen, Weinchen trinken. Haben wir den? Psst. Wir haben nichts mehr. Ach stimmt, wir haben nichts mehr. Außer Ach ja, Wasser haben wir noch. Wasser haben wir auch noch. Das ist genau, Wasser trinken. Aber ich glaube, wir gehen sehr schnell ins Zelt, weil es wird doch ein bisschen kühl. Pontotoc, eine zerklüftete Klippe, die am D-Day fast unbezwingbar schien. 225 US-Ranger kletterten hier unter schwerem Beschuss empor. Ihre Boote waren falsch abgesetzt, sie mussten parallel zur Küste fahren, der Überraschungsmoment war somit verloren. Viele ihrer Raketenhaken versagten, die Leitern waren zu kurz. Nach 2 Tagen blieben von ihnen nur rund 90 kampffähig. Und als sie endlich oben waren, fanden sie die Geschütze gar nicht mehr vor. Sie waren ins Hinterland verlegt. Heute blicken wir in die Krater und Bunker und spüren Mut, Verzweiflung und Opfer. Dieser Ort mahnt uns, wie teuer Freiheit erkauft wurde. Und einmal nach rechts. Schupp. was ist Fromagerie? Käserei. Carentan. Hier kämpfte die 101st Airborne, bekannt aus Band of Brothers, tagelang um jede Straße, bis die Landungsstrände endlich verbunden waren. Die Kirche haben wir letzte Nacht gehört. Ja, wir machen uns auf nach St. Mary's. Wunderschöne Bäume. Wunderschönes Wetter. Traumhafter Regen. Dann erreichen wir Saint-Mère-Élise, die erste befreite Stadt der Normandie. In der Nacht des D-Day sprang der US-Fallschirmspringer John Steele ab. Sein Schirm verfing sich jedoch im Kirchturm und über Stunden hing er dort. Er war verletzt und bewegungslos harrte er aus, während unter ihm das Gefecht tobte. Steele überlebte. Er wurde gefangen genommen und kam später frei. Sein Schicksal steht bis heute für die vielen Zufälle, das Glück und das Leid in dieser Nacht. Der Kilometer 0. Des symbolischen Freiheitswegs, der bis nach Luxemburg reicht. Jetzt sind wir den Weg fast komplett gefahren. All die Geschichten, die wir hier spüren, erinnern uns daran, dass Frieden niemals selbstverständlich ist
Und genau deshalb schätzen wir es umso mehr, heute frei und unbeschwert durch Europa radeln zu dürfen. Schön, ja? Ja. Doch 2 Aufgaben unterbrechen unsere Weiterfahrt kurz. Das geht los, Haare schneiden. Ja, ist doch eigentlich ganz okay. Ja. Oh Gott. Stück für Stück. Puh. Wir haben gerade zum ersten Mal Mont Saint-Michel gesehen. Mal gucken. Da hinten zwischen den Bäumchen. Ja, ob man das sieht, ich weiß es nicht. Guten Morgen. Aus dem kalten Frankreich. Ja, wir haben ganz viel Glück, weil wir sind gestern Abend hier angekommen und hatten den Platten. Eigentlich schnell gelöst, aber wir haben festgestellt, irgendwie hat Kiras Felgenband, das saß nicht so richtig und deswegen haben alle Schläuche. Ja, einen Riss an der Seite. Jetzt haben wir da mal wieder mit Klebeband alles soweit geflickt, hoffen, dass es funktioniert. Haben wir gestern Abend noch Besuch bekommen von einem netten Herrn. Ja, kurze Sache. Er hat uns dann einen Schlauch geschenkt, hat uns bei sich zu Hause eingeladen. Dann haben wir noch 3 weitere Schläuche geschenkt bekommen, haben da übernachtet, Abendessen bekommen. War total lieb. Ja, so mussten wir nicht mehr im Dunkeln fahren, hatten einen guten Schlafplatz und können jetzt gestärkt weiterfahren. Genau, dachten wir. Jeff und Ann-Sophie sind jetzt dann los und ja, wir haben festgestellt, oh, der Hinterreifen ist wieder platt bei Kira. Da war ärgerlicherweise einfach nur das Ventil kaputt und jetzt sind wir sehr froh, dass wir da die anderen Schläuche haben und hoffen, dass jetzt dieser Schlauch einfach hält. Ein bisschen neblig. Mit Mont Saint-Michel erreichen wir das Ende unseres ersten Kapitels in Frankreich. Wie eine Krone ragt die Abtei aus dem Meer. Und für uns fühlt es sich an wie ein würdiger Abschluss dieser Etappe. Wir blicken zurück auf dieses erste Kapitel in Frankreich. Paris mit all seiner Energie, die Pracht von Versailles und die Küsten mit Burgen und Kreidefelsen. Die Normandie hat uns still werden lassen. Hier, wo Geschichte so greifbar bleibt und wo wir einmal mehr spüren, wie wertvoll Frieden ist. Es war ein Abschnitt voller Eindrücke, Herausforderungen und Dankbarkeit. Vor uns liegt die zweite Hälfte in Frankreich. Wir tauchen ein ins Landesinnere, folgen stillen Kanälen, überqueren bei Nantes die Loire und erreichen wieder die Küste. Der Herbst zeigt sich golden, endlose Sandstrände und Pinienwälder voller Wildschweine. Bordeaux erwartet uns als strahlende Zwischenstation, bevor wir in Saint-Jean-Pied-de-Port ein neues Kapitel beginnen.